Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Crafts. Heute nähe ich für euch ein kleines Täschle mit 2 Reißverschlüsse und Inneneinteilung aus Kunstleder. Infos zum Video, weiterführende Anleitungen sowie Bezugsquellen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich mache das nicht für irgendwelche Firmen, also ich verdiene kein Geld damit, sondern ich mache das für euch, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Einfach unten auf Abonnieren klicken, tippen, dann auf das Glöckchen und auf Alle und schon werdet ihr informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Ihr könnt hier die Geldscheine reinmachen, hier die Münzen oder hier vorne die Münzen und innen die Scheine und Karten, wie ihr es lieber haben möchtet. Zuerst das Schnittmuster ausdrucken, ausschneiden und aus eurem Lieblingskunstleger zuschneiden. Das ist die Außentasche, die Reißverschlussblende, der Anhänger, die beiden Außenteile. Ihr könnt auf der Rückseite der Teile draufschreiben, um was für ein Teil es sich handelt. Habt ihr es vielleicht einfacher. Und die Inneneinteilung. Den Reißverschluss von 19 cm am Anfang und Ende per Hand oder mit der Maschine verriegeln. Außentaschenteil und Reißverschlussblende nehmen. Doppelseitiges Klebeband oben und unten auf den Reißverschluss kleben, jeweils an der Kante entlang. Außentaschenteil mittig ca. 2 bis 3 mm von den Zähnchen entfernt auf den Reißverschluss kleben. Die Reißverschlussblende genauso, so dass es hier übereinstimmt. Mit dem Reißverschlussfuß hier und hier knapp kantig entlang nähen. Zur Seite legen. Nun kommen die Außenteile dran. Den 21 cm Reißverschluss oben rechts und links um 45 Grad umbiegen. Auf gleicher Höhe. Und nochmal. Sieht etwas schwierig aus, aber mit einiger Übung klappt es. Und feststecken. Faden einfädeln, Knoten machen und mit ein paar Stichen fixieren, verknoten und verwahren.
Jetzt kann der Schieber nicht mehr rausrutschen. Wie ich hier vermerkt habe, den Reißverschluss so annähen, dass der Schieber im geschlossenen Zustand links ist. Das Außenteil muss 1 cm überstehen, am Anfang und auch hier am Ende. Hier am Ende des Reißverschlusses mit ein paar Stichen per Hand oder Maschine verriegeln und auch so umnähen wie am Anfang. Also hier 1 cm und hier 1 cm. Das Ende abschneiden, sodass nach dem Umbiegen das Außenteil auch 1 cm übersteht. Genauso wie am Anfang auch, umbiegen und festnähen. Ihr seht, hier jeweils 1 cm. Auch hier mit doppelseitigem Klebeband an den Reißverschluss fixieren. An den einen Zentimeter rechts und links denken. Jetzt hier entlang nähen. Dann die Außenteilrückseite aufnähen, sodass beide in einer Flucht liegen. Nun die Außentasche auf die Vorderseite nähen. Achtet auf die richtige Seite des Schiebers. Da es unterschiedliche Reißverschlussbreiten gibt, habe ich die Blende höher gemacht. Die müssen wir anpassend abschneiden. Auflegen, sodass die Kanten unten und seitlich übereinstimmen, klammern und die Höhe des Außenteils anzeichnen. Und abschneiden. So, jetzt stimmt es. Wieder klammern. Die Kanten rechts, links und unten müssen übereinstimmen. Nun hier knappkantig entlang nähen, Anfang und Ende verriegeln. Jetzt den Anhänger anbringen, links auf links zur Hälfte falten und mit der Schlaufe nach innen mit ein paar Stichen hier annähen, so wie hier. Die Inneneinteilung links auf links zusammenlegen . Klammern, damit es beim Nähen nicht verrutscht. Und dann knappkantig hier entlang nähen, wie immer Anfang und Ende verriegeln. Da vorne ja schon die Außentasche aufgenäht ist, nähen wir die Inneneinteilung auf die Rückseite. So habt ihr es leichter. Da die Inneneinteilung ja innen liegt, wie der Name schon sagt, müsst ihr sie auf der linken Seite, also die Innenseite der Rückseite, aufnähen. Die Kanten müssen wieder übereinstimmen und klammern.
Dann knappkantig hier entlang nähen, Anfang und Ende verriegeln. Die Reißverschlüsse etwas aufmachen, damit sie euch beim folgenden Zusammennähen nicht im Weg sind und ihr das Täschchen nachher wenden könnt. Jetzt rechts auf rechts zusammenlegen, sodass die Kanten übereinstimmen und klammern. Nun von hier an, hier entlang bis hier zusammennähen, Anfang und Ende gut verriegeln. Die Nahtzugabe etwas zurückschneiden, aber erst von hier an, also den rausstehenden Reißverschluss stehen lassen. Jetzt könnt ihr das Täschchen wenden. Die Kanten und Rundungen gut rausdrücken. Und fertig ist euer kleines, einfaches Täschchen mit 2 Reißverschlüssen und Inneneinteilung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!